Wir sind beim Pegasus Verlag und zwar mit Heiko Gill, seines Zeichens Chefredakteur in Deutschland für Cthulhu. Und es kommt was Großes auf uns zu in Sachen Lovecraft, oder? Es kommt was Großes auf uns zu und ist jetzt auch schon mit seinem ersten von 3 Schritten auf uns zugekommen. Wir haben es geschafft, endlich wieder eine große Kampagne auf Deutsch herauszubringen. Und zwar ist das Die Bestie. Wie der Zufall will, habe ich hier Band 1 in der Hand. Das ist also ab jetzt erhältlich, gedruckt seit der Messe, als PDF erhältlich, sogar schon seit 1 oder 2 Wochen. Die Leute, die sich mit PDFs ein bisschen auskennen, wissen, wo sie es finden können. Ich behalte das jetzt mal geheim. Diese Kampagne besteht also logischerweise aus 3 Teilen. Ich habe es eben schon angedeutet. Und die 2 und die 3 werden jetzt im Abstand von jeweils 4 Monaten danach erscheinen. Band 2 ist fast fertig in der Produktion. Band 3 fehlt nur noch minimal etwas. Das heißt, da gibt es auch keinerlei Probleme mit bösen Überraschungen, dass es dann doch plötzlich 3 Jahre dauert statt 4 Monate. Was für ein Setting erwartet uns denn? Das ganz Klassische, nämlich Cthulhu spielt normalerweise in den 20er Jahren. Das ist auch hier der Fall. Die enthaltenen Abenteuer, es werden pro Band 6 Abenteuer sein, decken die Jahre 1927 bis 29 und zwar so in Richtung Weltwirtschaftskrise als temporären Endpunkt an. Nee, decken ab. Egal. Dabei sind die Abenteuer in Band 1 mit größeren Zeitsprüngen zu sehen. Das wird dann zum Finale hin immer dichter, wo dann Abenteuer auch direkt ineinander übergehen, was sie aber auch hier beispielsweise schon tun. Vielleicht, um es ganz deutlich zu sagen, 6 Abenteuer, davon sind 3, also jetzt mal mit meinen Worten gesagt, unabhängig voneinander spielbare Einstiegsabenteuer in die Kampagne. Ab dem 4. Abenteuer läuft die Kampagne sozusagen Schritt für Schritt und geht dann auch schon in diesem Band mit dem Abenteuer 5 auf 6 direkt ineinander über. Es beginnt regelmäßig in Amerika, also auch ganz klassisch für Lovecraft-Geschichten. Und ich hoffe, das merken sich die Spieler jetzt nicht zu sehr. Es endet möglicherweise häufiger in Ägypten, was ja auch ein sehr Lovecraft-affines Land ist. Das sind sehr schöne Abenteuer und in diesem Band beispielsweise sind 2 der 6 Abenteuer ganz neue deutsche Abenteuer, die aber nicht einfach als Zusatzmaterial optional mit reingepackt wurden, damit man noch ein paar volle Seiten hat, sondern sind essentieller Bestandteil der Kampagne, so wie sie jetzt ist. Okay. Kannst du vielleicht, ohne zu spoilern, ganz grob andeuten, was uns an Story erwartet zum Einstieg? Das ist jetzt nicht ganz leicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich sage mal so, im ersten Band, das kann man eigentlich sagen, allein dadurch, dass es da 3 verschiedene Einstiegsabenteuer gibt, ist es ja noch nicht so schlimm. Da geht es um Dinge, die bei Cthulhu nicht ganz untypisch sind, im Sinne von einem Spukhaus, also ein vielleicht Spukhaus, Merkwürdigkeiten bei einer Bergbausiedlung und Probleme, die man mit einer indischen Sekte hat in Indien. Muss ich vielleicht auch dazu sagen, Schauplätze sind natürlich nicht nur Staat Amerika, Stopp Ägypten, sondern dazwischen liegen in diesem Fall ein weiteres Mal Amerika, eben schon erwähnt, Indien, dann New York, London, gut, und dann ist man letztlich irgendwann in Ägypten. Okay. Richtet sich die Kampagne eher an Leute, die schon sehr drin sind in Cthulhu, oder ist das auch für Einsteiger gut gemacht? Es richtet sich also definitiv nicht an Leute, die schon alles kennen und alles haben und jetzt quasi die Komplikation an sich brauchen, sondern es wäre durchaus für Neulinge sicherlich hochinteressant, weil es eben auch gerade so ein ganz klassisches Kampagnenthema ist. Man bereist diverse Orte, pro Abenteuer dann in der Regel einen, aber auch jetzt ohne zu doll zu spoilern, später wird man beispielsweise auch noch in San Francisco sein und in Peru und sonst wo, in Transsilvanien. Also wirklich schon schöne
schillernde Orte, wenn ich mal so sagen darf. Und ich wüsste jetzt keinen Hinderungsgrund für Rollenspiel-Neulinge, das zu machen. Es ist alles so, ich sag jetzt mal, technisch haben wir versucht, es zu optimieren, dass wirklich der Spielleiter ganz viele Hilfsmittel an der Hand hat, um eben die Abenteuer schön leiten zu können. Es gibt, wenn ich das vielleicht mal einmal zeigen darf, es gibt ganz herrliche Handouts. Wie üblich bei Cthulhu, auch, ja? Ja, das stimmt. Angefangen schon, finde ich sehr liebevoll, ein Firmenlogo, das für die Kampagne eine gewisse Rolle spielt. Nicht von Pegasus. Ja, schon klar. Der Font, also die Buchstaben, das sieht schon auch schön aus nach den 20er Jahren. Wie gesagt, da steckt ganz viel Liebe drin. Vielleicht sollte ich das am Rande mal erwähnen, weil es so wunderbar ist. Die Künstlerin, die das gemacht hat, erwartet eigentlich gerade in ungefähr 24 Stunden ein Kind. Wir wünschen alles Gute. Und das möchte ich an dem Wege auch machen. Aber mit diesem Einsatz sind die Menschen in dem Buch dabei. Da ist eine Schwangerschaft wurscht, da wird bis zuletzt gearbeitet. Es gibt Handouts, Zeitungssachen. Was finden wir hier? Die Heilige Schrift. Mit persönlichen Notizen? Mit persönlichen Notizen. Also ich persönlich bin hoch begeistert. Was ich noch dazu sagen muss, das habe ich jetzt bisher immer vergessen noch zu erwähnen, glaube ich. Jeder der Bände hat auch einen kleineren Anteil an sogenannten Regionaljahrbeschreibungen. Das heißt, das ist nicht zwingender Bestandteil der Kampagne, sondern beschreibt noch eine bestimmte Gegend. In diesem Fall, in diesem Buch, ist das Indien. Und wenn man sich das mal so anguckt, ich halte es jetzt mal einmal so, dieser Teil ist eben die Kampagne, schon der Löwenanteil, aber dieser ganze Teil ist eine Regionalbeschreibung von Indien 20er Jahre. Auch, sag mit ich mal, den dazu passenden dann Cthulhuiden Elementen. Ganz genau, natürlich. Und natürlich auch entsprechend bebildert, etc. etc. Gerade mit der Überarbeitung, dass dann deutsche Abenteuer mit reingearbeitet werden. Ich stelle mir das durchaus schwierig vor. Wie habt ihr das gemacht bei einer Kampagne, das dann auch so zu steigern, dass es sauber läuft und man seinen Charakter nicht praktisch schon direkt wegpacken kann? Cthulhu neigt ja dazu, die Charaktere relativ schnell zu verschleißen, wenn man dann keine geistige Stabilität mehr hat. Ich muss sagen, das ist jetzt bei der Kampagne nicht durch die zusätzlichen deutschen Abenteuer, sondern einfach, weil es überhaupt schon eine Cthulhu-Kampagne ist, die hat eine gewisse Gefahr für die Charaktere. Wir haben hier bewusst versucht, einen Lösungsansatz zu geben, indem wir ganz am Anfang als Tipp gesagt haben, es gibt ohnehin 3 Einstiegsabenteuer. Warum, lieber Spielleiter, machst du es nicht einfach so, dass jeder Spieler am Anfang 3 Charaktere, 3 unterschiedliche Charaktere auch hat, die jeweils mit einem dieser Einstiegsabenteuer beginnt. In den weiteren Abenteuern hat natürlich jeder immer nur eine Person, die genau dieses Abenteuer erlebt. Aber es sollte natürlich dann eine Vermischung möglich sein, sodass diese Gruppen, die am Anfang natürlich quasi einfach 3 homogene Gruppen sind, durch eigentlich in Wirklichkeit beliebige Kunstgriffe, sei es Verwandtschaft, Arbeitgeber, Vereinszugehörigkeit. Ich verweise jetzt mal ganz clever auf die Janus-Gesellschaft, ein anderer Band, den wir vor kurzem herausgebracht haben. Warum verknüpft man dann nicht diese 3 zunächst unabhängigen Personen so clever, dass dieselbe Spielerperson, sollte tatsächlich mal ein Charakter ums Leben kommen, was nicht unmöglich ist, oder verrückt werden, mit einer der anderen weitermachen kann? Oder während die eine zum Beispiel noch langwierige Genesung geistiger Art durchmacht, mit der zweiten Person so lange weitermachen. Sodass eigentlich jeder die Chance haben sollte, egal wie tödlich Dinge zwischendurch sein mögen, die Chance hat, mit einem dieser 3 bis zum Ende dabei zu sein, weil diese Person mehrmals ausgesetzt hat, wenn ich das mal so spieltechnisch sagen soll. Und das ist so ein Ansatz, den wir eben als eigentlich ganz clevere Lösung uns ausgedacht haben, damit man eben nicht diesen eigentlich doch frustrierenden Effekt hat, oh, toll, Kampagne, 18 Abenteuer, insgesamt werden es 18 Abenteuer sein. Da mache ich mir jetzt einen tollen Charakter fürs erste Abenteuer, der überlebt sowieso das erste Buch nicht.
Genau. So kann man das dann als Episodenerzählung aufarbeiten und jeder bleibt immer dabei. Ganz genau. Da können dieselben Spieler mit denselben Leuten irgendwie bis zum Finale kommen. Aber das natürlich auch ganz grandios ist. Wollen wir aber nicht spoilern oder verraten? Da sagen wir gar nichts zu, nein. Es klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich coolen und einem sehr interessanten Ansatz. Vielen Dank fürs Interview und wir bleiben natürlich dran, was dann in den nächsten Bänden noch passiert. Das ist Cthulhu Wars von Sandy Petersen, der mit dem Cthulhu-Mythos schon einiges hinter sich hat und in Sachen Game Design, der war bei id Software, er war bei Microprose und natürlich ist er auch sozusagen der Vater von Call of Cthulhu. So, Sandy, you're here to present Cthulhu Wars and to me it looks a lot like Risk with Old Ones. Well, it might look a little that. We have a map of the Earth and we have the old ones, but it plays very, very differently. For one thing, the play is extremely fast. When it's your turn, you will take one action, it'll go to the next person, be his action, it'll go to the next person, be his action. Also, you can't conquer the whole world. No one's ever knocked out of the game. You surge forward and you go back throughout the game, and in fact, the player, you win by using this doom track. And in fact, the player that wins is often the one who at the moment is weakest on the board because he's planned himself so he's able to get the doom points rather than conquest helps, but it's not the only thing. So the ultimate goal of the game is to kind of cause the world to end. Right, and the person who causes the most destruction wins. Okay. So you financed this of a Kickstarter? Yes. Yeah. You actually had two Kickstarters, one for a computer game, for a PC game? Yes, it was for an iOS game. Yes, and that one failed humiliatingly. But then my business partner said, we really should do a board game. And I thought, well, I've done board games before, but it's been a long time. And then we went ahead and did this one, and it just kind of all clicked and came together. And of course, it was a huge success. So now it's completely funded, ready to go. They're doing tooling right now at the factory. So we're very excited. Okay, and how's the crowd reacting to it here in Essen? Well, I mean, they love it. Everyone that has come by and seen it says that. Most of them have seen the figures already in photographs or images on our various websites or reviews, but they all say that they look way better in person. And they liked them before, but now they're like, oh, people would come by and say, I now feel really good about spending $500 on the Kickstarter. Or they would come by and say, oh, I can't believe I missed the Kickstarter. I'm kicking myself. You know, so both those reactions I like. So the final game, these are the prototypes, and they are going to look like this with all the detail? Look like this. They're going to have all this detail. They're going to be this size. There's going to be this many of them. You can see there's more over here. There's 64 of the figures. They will be made of a sturdier material. Some of these you see we broke en route, but that's because these are delicate resin prototypes, but the real ones are going to be made of sturdy plastic, like a plastic dinosaur. And they'll still have the detail, but they won't break if you drop them. Okay. You keep coming back to the Cthulhu myth. It's something that has kind of influenced a whole of your game design career. Yeah, you even brought it into the id Software games. Yes, I did. Well, you have to understand that before I did Call of Cthulhu, Cthulhu really wasn't known to anyone. Really, the two things that brought Cthulhu into the general consciousness of the world were Call of Cthulhu and Stuart Gordon's movies, you know, Reanimator, From Beyond, and those two things happened at the same time, about 1981, and then from there all the other Cthulhu stuff has stemmed. I didn't do it thinking I was going to make Cthulhu or Lovecraft popular. It's just I liked Lovecraft, and I've been reading him since I was 8, and I knew he was a very obscure author. The success of Call of Cthulhu and really of Cthulhu Wars surprised me, but I'm happy for it. Is it a little strange to look around and you see a lot of Cthulhu games and new Cthulhu Kickstarters, and it's a kind of a huge thing at the moment? There does seem to be a lot of them. In fact, one person was saying that he thought there was way too many Cthulhu games, but the way I saw it was, if I can't do a Cthulhu game as the person that started it, then who can, right? So you earned that. So you've done practically anything you can do in game design. You've been in PC games, you've done board games, you've done role-playing games, of course. Is there something that you still like to do, or something that's your favorite? I have never done a massively multiplayer online game, though I did work on one, and we were about a fourth of the way done at Ensemble Studios when Microsoft pulled the plug. But, you know, I have pretty much done everything in gaming, so that means I can now pick and choose and do the ones I like the most. I don't have to look for new things.
So what's next with Cthulhu Wars? It's coming out in March, I think? The Chinese manufacturers say that it will be ready and shipped at either end of February, early March. So if their estimate is accurate, which I don't know, then that's when it would be coming to the Kickstarter backers. And it would reach stores shortly afterwards. Thank you very much. You bet. Es ist gar nicht so lange her, da habe ich Achtung Cthulhu noch auf Kickstarter entdeckt und jetzt stehe ich hier schon mit Chris, der die ersten Pledge-Belohnungen praktisch in der Hand hat. So you've been pretty quick, you already have the first pledge awards, like the badges here for Achtung Cthulhu. Our little secret war symbol that keeps appearing on strange army units all over our world. And so yeah, we have just the patches, the secret war dice, some of our creatures. From our, we've funded 49 different Achtung Cthulhu heroes and monsters, Cthulhu monsters. And the first book was just out in PDF a couple of weeks ago, and the next one is coming in this next week. So it's an exciting time. You're pretty busy, and I'm really impressed that it's going so quickly. You had it already when you started the Kickstarter? No, we started working on it. We knew about the world that we wanted to create. But really all the writing started as soon as Kickstarter finished. So and we obviously had some adventures out last year and we had been starting to work on the miniatures designs, but all the writing has been since then. So we've had a great team working as fast as they can. As there's always a few delays, everyone has their own problems, and so just like everyone, we've been a little bit later than we'd hoped, but the quality, I think, has shown everyone it's worth waiting for. How do the German fans react to the setting with Nazis and Cthulhu? Are they more like, oh, that's fun, or a little We've actually had, when we first started, we did a bit of research, and because I was obviously quite conscious of making sure we had the right, I would say, sensibilities, that we were taking it very respectfully. And we had a great response, and a lot of fans in Germany were buying the first adventures. We've had a lot of people here at Essen come up and really have been enjoying the game and wanting to find out more. I think because we've been very careful, we obviously don't use the swastika, the SS symbol. We're very careful about the symbols we use. We took the time to check out with the German government what we could and couldn't use. And we've been very careful because the Cthulhu mythos is very dark, and in our game the mythos is not an excuse for anything the Nazis did. So it's very much clearly the mythos is the big bad guys, and some of the Nazis are messing with stuff they shouldn't have been doing, so they're still clearly the bad guys. We do allow, in the Keeper's Guide, there is the option to play Abwehr agents, because some of military intelligence in the war were helping the Allies, giving over information. But so we've been quite careful. It is quite pulpy, but when you see the books, it's very historically correct. We base all the events in the game on real historical events, and then we say maybe there's a different reason for the event or a hidden meaning, because it is all about the secret war, and this symbol is the symbol of the secret war. And the secret war is what you as the characters are fighting, so that the history books are the same. And so, but if you like, you can change the history books. You can go crazy and have a very crazy pulp ending to the war. And we actually have a sequel planned that if you play all the way through the Assault on the Mountains of Madness campaign, which is obviously the famous Lovecraft book set in Antarctica. Of course, the Allies discover the Nazis have been there for a while. They're exploring all the ruins, and they're trying to wake the sleeping god. And so the big campaign is going to reach a big finale, and you can choose where it goes at the end. And then in 2015, we have a much bigger sequel coming. So it's very exciting. Thank you very much, and I'm really looking forward to what's coming next. It's our pleasure. Thanks.